In diesem Video nähen wir diese Rüschenhose mit Gummibund. Die eignet sich ganz hervorragend als Schlafanzughose, zum Beispiel in Kombination mit dieser Bluse. Die haben wir in diesem Video schon genäht. Du kannst die Hose aber auch super im Alltag tragen, je nachdem welchen Stoff du vernähst. Im Schnittmuster findest du die Rüschenversion, einmal in kurz oder lang. Und wer es ein bisschen weniger verspielt mag, beziehungsweise simpel, ich habe auch noch einen normalen Saum eingezeichnet und auch den einmal in lang und einmal in kurz. Dann lass uns starten, und zwar mit der Stoffempfehlung und den Materialien. Du hast ja schon gesehen, ich habe hier eine Version aus Musselin genäht und das eignet sich wirklich ganz, ganz toll. Ist nicht ganz so einfach zu nähen. Ich mache da noch ein Video zu, sobald das online ist, verlinke ich dir das hier oben. Ganz toll eignet sich außerdem so ein Leinen- oder Leinenmix. Also ich würde keinen puren Leinen empfehlen, weil der einfach zu knittrig wird und gerade beim Schlafen ist das vielleicht ungeeignet. Deshalb hier ein Leinenmix mit Baumwolle. Ansonsten geht das Schnittmuster aber auch für leichten Strickstoff oder generell Jersey, also alles, was auch irgendwie dehnbar ist. Und das ist halt besonders perfekt für Loungewear oder auch Schlafsachen. Zusätzlich zu einem schönen Stoff brauchst du noch ein 3 cm breites Gummiband für den Gummibund. Dann ein farblich passendes Garn zu deinem Stoff und Bonuspunkt für ein farblich passendes Overlock-Garn. Dann setze ich für jedes neue Nähprojekt noch eine neue Nähnadel ein und dann natürlich Stoffklammern oder Stoffnadeln. Nimm dir als erstes die beiden Vorderteile der Hose und leg die rechts auf rechts aufeinander. Wir schließen als erstes die Schrittnaht, steck dir das mit Klammern oder Nadeln fest und jetzt kannst du hier entlang der Schrittnaht mit 1 cm Nahtzugabe nähen und die offene Kante im nächsten Schritt mit deiner Overlock oder mit einem Zickzackstich bzw. Overlockstich deiner Nähmaschine versäubern. Wiederhol den Schritt jetzt mit den beiden Rückteilen, leg die auch rechts auf rechts aufeinander und schließ die Schrittnaht und versäuber die offenen Kanten. Falte die beiden Schnittteile jetzt auf und leg die rechts auf rechts aufeinander. Wir verfahren jetzt ganz genauso mit den Seitennähten, also auch die schließe ich einmal mit einem Geradstich, versäubere die offenen Kanten auf beiden Seiten. Damit sieht das doch schon fast aus wie eine Hose, das geht immer recht einfach. Und den Schritt wiederholen wir jetzt hier nochmal. Ich lege mir das auch hier rechts auf rechts aufeinander und pinne mir das mit Klammern bzw. Nadeln. Achte darauf, dass die Nähte hier genau aufeinander treffen und um sicherzustellen, dass das auch wirklich klappt, starte ich hier von der Mitte aus, also ich starte von den beiden Nähten einmal zur rechten Seite und fange dann nochmal von der Mitte aus an, dann zur linken Seite runter. So kann ich sicherstellen, dass das wirklich schön sauber wird. Als nächstes bereiten wir den Hosenbund vor. Nimm dir das Schnittteil für den Bund, leg das rechts auf rechts aufeinander und schließ die kurzen Seiten. Bügel den Bund jetzt einmal der Länge nach, links auf links, also die schöne Seite sollte jetzt außen sein. Falls du die Version mit Kordelbund nähst, dann können wir jetzt im nächsten Schritt entweder Knopflöcher oder du kannst auch Ösen nutzen. Also wir nähen jetzt die Löcher für die Kordel und ich habe mich entschieden, das mit Knopflöchern zu machen, also mit meiner Nähmaschine. Die Naht des Bunds ist hinten und die schöne Seite zu mir gelegt. Und ich markiere mir jetzt hier meine Knopflöcher mit Hilfe des Schnittmusters. Du kannst es aber auch einfach ausmessen, wie du da lieber arbeitest. Ganz wichtig, probier die Knopflöcher auf jeden Fall auf einem Reststück aus. Bei mir ist es nämlich erst schief gegangen. Ich musste den Bund dann nochmal neu zuschneiden. Und wenn du einen dünnen Stoff verwendest, dann solltest du die Knopflöcher vielleicht noch mit einem dünnen Vlies unterlegen, damit der Stoff hier nicht reißt später. Das musste ich hier übrigens an meiner zweiten Version dann auch machen. Nur so haben dann die Knopflöcher wirklich gehalten. Und passend dazu bereiten wir jetzt im nächsten Schritt optional dann die Kordel zu. Dafür das Schnittteil einmal der Länge nach abbügeln und die äußeren Kanten nach innen falten und das dann nochmal aufeinander falten und von außen knappkantig absteppen. Die kleinen Kanten auch noch nach innen falten, damit hier die offene Kante nicht rausschaut später. Damit ist der Bund jetzt vorbereitet und wir können den an die Hose befestigen. Die Hose ist auf links gewendet und liegt mit der vorderen Seite zu mir. Jetzt nehme ich mir meinen Bund und pinne den einmal ringsherum rechts in rechts an meine Hose. Ich starte vorne mit den 2 Knopflöchern, die sollten ja genau mittig auf die vordere Naht treffen. Außerdem findest du noch weitere Knipse am Bund, die dir einmal die hintere Mitte markieren und die Seitennähte. Und von da aus kannst du das dann richtig schön pinnen.
Der Bund sollte hier wirklich ganz genau auf die Hose passen. Falls du feststellst, dass du hier etwas zu viel Stoff hast, dann kann das zum Beispiel an den Seitennähten liegen. Vielleicht hast du dich nicht ganz genau an den 1 cm Nahtzugabe gehalten. Nur 0,2 mm mehr oder weniger kann ja dann am Ende doch relativ viel ausmachen und dann vielleicht zu einer kleinen Welle im Bund führen. Deshalb arbeite hier wirklich genau. Ich nähe den Bund jetzt ringsherum mit 1 cm Nahtzugabe und einem Geradstich an. Ich lasse hier aber noch eine kleine Öffnung, da kommt gleich unser Gummizug durch. Und durch die Öffnung, die wir hier gelassen haben, ziehe ich jetzt das Gummiband und das mache ich mit Hilfe einer Sicherheitsnadel. Das geht nämlich deutlich einfacher. Und die Maße des Gummibands sind super individuell. Am besten hältst du dir das einfach mal an, so wie du die Hose tragen möchtest. Und dann rechne noch 1 cm auf jeder Seite an Nahtzugabe mit ein. Und dann würde ich das erstmal durchziehen, anprobieren und dann gegebenenfalls nochmal kürzen, enger machen, bevor du dann die Öffnung schließt. Am besten nähst du die beiden Enden des Gummis übereinander statt aneinander zusammen und ich nutze hier einen Zickzackstich. Wenn du dann mit dem Sitz des Gummis zufrieden bist, dann kannst du die Öffnung schließen. Der Stoff kann sich hier schon durch das Gummi etwas zusammenziehen, deshalb greife ich das Gummi von hinten und ziehe den Stoff flach, damit ich die Öffnung wirklich flach abnähen kann. Die offene Kante kannst du jetzt ringsherum mit deiner Overlock bzw. einem Zickzackstich versäubern. Und so sieht der Bund jetzt aus. Das hier ist das Rückteil und du siehst, die Nähte treffen hier genau aufeinander und vorne sind die beiden Knopflöcher auch genau mittig positioniert. Der nächste Schritt ist optional. Ich finde das ganz schön, wenn man den Gummibund immer noch mal von außen absteppt. Entweder einmal, so wie hier in dem blauen Modell, oder auch zweimal, um dann quasi einen Tunnelzug für die Kordel zu kreieren. Wähl dafür einen Geradstich aus und leg den Bund unter die Nähmaschine. Bevor du jetzt mit dem Nähen beginnst, ist es nur ganz wichtig, dass der Stoff und das Gummiband immer flach aufliegen während des Nähens. Das heißt, ich greife mit einer Hand an den Bund und mit der anderen von vorne und ziehe das Gummi auseinander, bis der Stoff flach aufliegt. Und so nähe ich dann ringsherum ab. Und wie gesagt, das kannst du entweder einmal machen, ich mache das jetzt hier noch ein zweites Mal und habe dann einen Tunnelzug für die Kordel, die ich jetzt im nächsten Schritt durchziehe. Und auch für die Kordel nehme ich mir wieder eine Sicherheitsnadel zur Hilfe und ziehe die Kordel so einmal durch den Tunnelzug. Am Ende angekommen mache ich hier noch so einen Knoten in meine Kordel, damit die sich nicht aus Versehen beim Waschen wieder rauszieht. Und wenn du jetzt die schlichte Version ohne Rüschen nähst, dann bist du schon fast fertig. Jetzt kannst du den Saum einfach nur noch doppelt umschlagen und knappkantig abnähen. Also hier ein ganz simpler Saum. Aber das Highlight der Hose ist natürlich der Rüschensaum und den nähen wir jetzt als nächstes. Nimm dir dafür das Schnittteil für die Rüschen und leg das rechts auf rechts aufeinander und schließ die kurze Naht. Und jetzt rüschen wir das Schnittteil und das geht wie folgt. Stell deine Stichlänge auf die höchste Stichlänge möglich ein. Das ist jetzt hier in meinem Fall die 5. Zieh den Faden deiner Nähmaschine richtig lang raus, denn den brauchen wir gleich. Und dann fängst du an, innerhalb der Nahtzugabe, also mit 0,5 cm Nahtzugabe, einmal ringsherum abzunähen. Versäuber die Naht am Anfang und am Ende nicht, das ist ganz wichtig. Und am Ende der Naht zieh auch hier den Faden schön lang raus und schneid ihn ab. Jetzt nehme ich mir auf einer Seite den Unterfaden und auf der anderen Seite den Oberfaden. Und so kannst du den Stoff jetzt vorsichtig von beiden Seiten zusammenraffen. Kleiner Hinweis, man kann das auch mit 2 oder sogar 3 Nähten machen. Je öfter du das Schnittteil mit der langen Stichlänge abnähst und je mehr Fäden du dafür nimmst, desto sauberer wird das Ergebnis. Aber da wir hier nur eine kleine Raffung haben, reicht das eigentlich auch mit einer Naht. Ich raffe das Schnittteil jetzt so lang, bis es genau auf das Hosenbein drauf passt. Und das stecke ich mir jetzt rechts auf das Hosenbein. Ich beginne hier mit der Innenbeinnaht. Die sollte genau auf die kleine Naht von der Raffung treffen. Und auf dem Schnittteil für die Raffung findest du noch einen weiteren Knips. Der markiert dir die Seitennaht der Hose. Und alles, was dann dazwischen liegt, kannst du mit ganz vielen Klammern oder Nadeln feststecken. Schau zwischendurch mal auf der rechten Seite, ob die Raffung so auch wirklich sauber und schön aussieht. Das kannst du dann gegebenenfalls nochmal anpassen. Und wenn das dann gut aussieht, dann kannst du das ringsherum mit 1 cm Nahtzugabe annähen.
Nähe hier vorsichtig und langsam und schau unter der Nähmaschine, dass die Raffung auch immer gerade aufliegt. Nicht, dass sie hier in einem Winkel liegt, denn am Ende würden dann die ganzen Falten in eine Richtung zeigen, aber wir wollen ja, dass sie wirklich gerade runter liegen und deshalb hier immer noch mal manuell ein bisschen schauen, dass das schön liegt. Wenn du dann einmal ringsherum genäht hast, dann versäubere die offene Kante wieder mal mit einem Zickzackstich oder deiner Overlock. Und dann ist deine Hose auch schon fast fertig. Jetzt musst du nur noch die Raffung säumen. Und hier habe ich einen ganz schmalen Saum vorgesehen. Das heißt, die offene Kante einfach doppelt umbügeln und dann knappkantig abnähen. Und damit ist die Hose fertig. Ich hoffe, sie gefällt dir. Falls du die Bluse noch nicht genäht hast, die verlinke ich dir jetzt hier in diesem Video. Da können wir sofort weiter nähen. Oder falls du Lust hast, mal auf meinem Kanal vorbeizuschauen. Ich habe ganz viele kostenlose Schnittmuster, die ich dir in dieser Playlist hier verlinke. Ich hoffe, wir nähen noch ein bisschen gemeinsam weiter. Falls ja, freue ich mich auch, wenn du meinen Kanal abonnierst oder einen Kommentar da lässt. Wir sehen uns in dem nächsten Video, würde ich sagen. Bis bald!